Hi, ich bin Hans und ich bin einer der Gründer von Kalimoto. Und in dem Video heute möchte ich euch eine kleine Einführung geben, was man mit Kalimoto alles machen kann und was ihr tun solltet, wenn ihr die App das erste Mal benutzt. Viel Spaß beim Video, bis gleich. Kalimoto ist mittlerweile eine sehr, sehr umfangreiche App. Wir haben seit unserem Start 2016 sehr, sehr viele neue Funktionen hinzugefügt, bestehende Funktionen erweitert und verbessert. Und es kann im ersten Moment sogar relativ erschlagend wirken, wenn man die App sich das erste Mal ansieht und überlegt, wie kann ich denn jetzt eigentlich eine Tour planen? Weil es gibt unterschiedlichste Wege, wie man in Kalimoto die schönste Tour für sich finden kann. Und einige davon will ich euch heute vorstellen. Unser Anspruch ist von Anfang an gewesen, dass wir euch die Tourenplanung so intuitiv und einfach wie möglich machen. Das bedeutet, wir wollten sowohl die etwas ausgefeiltere Planung ermöglichen, sodass ihr Anpassungen vornehmen könnt, wie ihr es für eure individuellen Bedürfnisse braucht, aber gleichzeitig auch eine schnelle Rundtourplanung bzw. eine schnelle Tourenplanung für eine kurze Feierabendrunde ermöglichen. Genau deswegen gibt es bei Kalimoto unterschiedlichste Möglichkeiten, die Tourenplanung vorzunehmen. Und die wichtigsten davon will ich euch heute vorstellen. Das wären zum ersten die Rundtourplanung. Das bedeutet vom aktuellen oder einem beliebigen anderen Standpunkt aus eine Rundtour, die innerhalb der Kilometervorgabe wieder zurückführt zum Ausgangspunkt, sodass ihr zum Beispiel nach Feierabend oder am Wochenende nochmal eine schöne 2-Stunden-Tour planen könnt. Das zweite wäre die Planung direkt in der Karte, weil gerade unsere Karte, die spezielle Motorradkarte, die ja besonders schöne Strecken in der Karte hervorhebt und farblich markiert, macht es sehr, sehr einfach, dass ihr eure Tourenplanung direkt vor Ort machen könnt und nicht über Adresseingabe, sondern einfach die schönsten Orte euch raussucht und direkt in der Karte durch Anklicken dieser Punkte eure Tour selbst zusammenstellt. Der dritte Punkt wäre das klassische Planungsmenü, wie es vielleicht von anderen Planungs-Apps oder auch von klassischen Navigationsgeräten bekannt ist. Das heißt, über die Adresseingabe und mit einzelnen Adressen Routenpunkte hinzufügen. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch, und das werde ich nur kurz ansprechen, die Tourenempfehlungen. Das bedeutet, ihr könnt euch durch die Touren anderer Nutzer, die sie bei uns in Kalimoto hochgeladen haben, inspirieren lassen und deren Touren für die eigene Tourenplanung nutzen. Aber gehen wir einfach der Reihe nach vorwärts. Und zwar seht ihr neben mir, wie sich das Ganze in der App darstellt. Und wir beginnen mit dem Rundtourplaner. Der Rundtourplaner selbst ist die einfachste Möglichkeit, um schnell für sich eine Tour, mit der man sofort starten kann, planen zu können. Ihr braucht einfach nur die Kilometervorgabe einzustellen und die Himmelsrichtung, in die ihr fahren wollt. Gerade wenn man zum Beispiel im südlichen Teil einer Großstadt lebt, wie wir hier mit Potsdam. Wir sitzen ja relativ südwestlich von Berlin. Das heißt, wir würden die Tourplanung gern eher in die südliche Richtung oder südwestliche Richtung machen, damit die Tour nicht durch die Großstadt führt. Und in dem Fall einfach die Himmelsrichtung plus Kilometervorgabe eingeben, auf Berechnen drücken und Kalimoto berechnet euch eine passende Rundtour und ihr braucht nichts weiter machen als Navigation starten und aufs Motorrad steigen. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, die Tour danach noch weiter fein zu justieren. Das bedeutet, ihr könnt trotzdem noch Routenpunkte hinzufügen, zum Beispiel über die Suchleiste eine einzelne Adresse, wenn ihr einen speziellen Stopp einbauen wollt. Oder ihr könnt euch auch Points of Interest entlang der Route anzeigen lassen. Das zeigen wir euch aber später noch. Genau. Das ist auf jeden Fall die Grundfunktionalität, um möglichst schnell eine Tour planen zu können. Viel ausgefeilter wäre die Planung direkt in der Karte. Und zwar seht ihr ja, die Karte von Kalimoto sieht ein bisschen anders aus als in den meisten anderen Apps. Wir haben Touren-Highlights bzw. besonders kurvige und schöne Streckenabschnitte farblich hervorgehoben. Je roter die Straße umrandet ist, umso schöner ist die Strecke und umso besser ist sie geeignet für Motorradfahrer. Und deswegen ist es auch das Leichteste mit Kalimoto, entlang dieser Highlights seine Tour zu planen. Dazu einfach einen langen Klick in die Karte machen. Es erscheint ein kleines Menü und innerhalb des Menüs kann man auswählen, ob es sich hierbei um den Start, einen Via-Punkt oder ein Ziel handeln soll. So könnt ihr relativ schnell eure Tour direkt zusammenklicken. Zusätzlich könnt ihr die Tour weiter optimieren, indem ihr Points of Interest integriert oder das Routing-Profil zwischen den einzelnen Via-Punkten ändert. Das zeige ich euch aber später auch nochmal im Detail. Die dritte Möglichkeit ist das Planungsmenü. Dazu einfach unten in der Tabbar auf den Punkt Planen klicken. Da gibt es ja den Rundtourplaner und oben gibt es gleichzeitig noch einen Switch zum Planungsmenü. Da steht dann Planen. Und hier seht ihr tatsächlich eine
klassische Adresseingabe in Form einer Liste, wo ihr Start, da ist in der Regel der eigene Standort voreingestellt, plus unendlich viele Via-Punkte und am Ende ein Ziel über die Adresssuche eingeben könnt. Ihr könnt gleichzeitig zwischen dem jeweiligen Routenpunkt das Routing-Profil anpassen. Das macht ihr, indem ihr auf diesen kleinen Pfeil rechts klickt und das ausklappt, das Routing-Profil, und dann euch für das jeweilige Routing-Profil entscheidet. Die Erklärungen sind ja direkt über die Symbole sichtbar. Zusätzlich könnt ihr hier über das Plus einen Via-Punkt hinzufügen. Ihr könnt den Via-Punkt innerhalb der Liste verschieben und ihr könnt auch einzelne Via-Punkte über das X wieder rauslöschen. Das ist sozusagen wirklich die klassische Ansicht, die viele von euch einfach gewohnt sind. Deswegen ist sie natürlich in Kalimoto enthalten. Und das Schöne, wenn ihr unten in der Tab-Bar wieder auf Karte klickt, kommt ihr automatisch in die Kartenansicht und könnt sowohl in der Karte als auch in der Liste die Route weiter verfeinern, sodass ihr nicht festgelegt seid, auf eine Art die Tour zu planen, sondern ihr könnt, nachdem ihr die wichtigen Adressen eingegeben habt, trotzdem auf der Karte einzelne individuelle Punkte noch setzen oder optimieren. Und der vierte Weg, und das ist einer, auf den wir sehr, sehr stolz sind und der über die nächsten Jahre weiter wichtiger werden wird, weil immer mehr Kalimoto-Nutzer gemeinsam Touren und Erfahrungen und Erlebnisse teilen und hochladen und für andere Nutzer zur Verfügung stellen. Und das bedeutet, wenn man unten in der Tab-Bar auf den Punkt Touren geht, dann kommt ihr sofort in die Tourenempfehlung und dort habt ihr eine Übersicht über alle Touren in eurer Umgebung oder in einer Region eurer Wahl. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr wisst, dass ihr in der nächsten Woche in den Harz fahrt oder in eine andere schöne Motorradregion wie die Alpen, könnt ihr dort euch auch schon die Nutzertouren anzeigen lassen. Die Touren könnt ihr filtern über bestimmte Tags, über Strecke und Länge und seht sogar in den Touren relativ detailliert über Fotos, Beschreibungen und Bewertungen des jeweiligen Nutzers, was er dort erlebt hat, sodass ihr sofort einen Eindruck habt, wie die Tour abläuft und was euch erwartet. So, die Tourenoptimierung würde ich gerne nochmal individuell ansprechen. Und zwar geht es darum, dass egal welchen Weg ihr genommen habt, am Ende habt ihr eine tolle Tour von Kalimoto schon vorgeplant, beziehungsweise ihr seht sie in der Karte oder auch in der Liste. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, diese Tour zu verfeinern und individuell an eure Bedürfnisse anzupassen. Das bedeutet, ich kann in der Karte zum Beispiel einzelne Routenpunkte verschieben und dadurch die Tour verkürzen, verlängern oder auf eine bestimmte Straße lenken, wo ich vielleicht gerne langfahren möchte. Dazu muss ich mit dem Finger einfach nur einmal den Punkt markieren, also gedrückt halten. Er wird etwas größer und man kann ihn verschieben und dort platzieren, wo er hin soll. Und die Route wird entsprechend sofort angepasst. Zusätzlich habe ich ja oben über den Funktionspunkt Suchen die Möglichkeit, entweder eine direkte Adresse einzeln zu implementieren oder, viel besser sogar noch, Points of Interest zu implementieren. Das bedeutet, wir haben eine Auswahl an wichtigen Punkten, die für euch interessant sein könnten, die euch dann direkt in der Karte angezeigt werden. Und dazu zählen vor allem Bikertreffs, Sehenswürdigkeiten, aber halt auch Tankstellen oder andere Gastronomie. Das bedeutet, ihr könnt sofort auch vor der Tour schon in der Planung die Tankstellen in entsprechender Entfernung einplanen. Ihr könnt euch für einen Bikertreff raussuchen, wo ihr eine Pause einlegen wollt und habt sogar die Highlights auf eurer Tour über die Sehenswürdigkeiten mit dabei, wo es sich lohnt anzuhalten und mal kurz sich einen Überblick zu verschaffen. Das alles kann man direkt in jede Tour, egal über welchem Weg man sie geplant hat, ob über das Rundtourplanungsmenü, über die Karte oder über die Liste, könnt ihr immer noch im Nachhinein anpassen und integrieren. Zusätzlich könnt ihr einzelne Routenpunkte anklicken und jeweils das Routing-Profil zwischen diesem Punkt und dem vorherigen anpassen. Das bedeutet, das beste Beispiel ist, ich wohne in einer Großstadt und möchte zum ersten Routenpunkt auf dem schnellsten Weg aus der Stadt rausgeleitet werden. Das bedeutet, ich muss den ersten Routenpunkt nur anklicken, das ganz links schnellster Weg Routing-Profil auswählen und automatisch werde ich dahin mit dem schnellsten Routing-Profil geleitet und danach wird es wieder automatisch auf den Kurvenalgorithmus, der standardmäßig bei Kalimoto hinterlegt ist. Das ist alles super einfach, super intuitiv und kann direkt in der Karte gemacht werden. Apropos Karte, ist auch ein Thema, was am Anfang vielleicht etwas verwirrend ist. Kalimoto hat zwei Modi, einmal den Online-Modus und einmal den Offline-Modus. Das bedeutet, wenn ihr in einer Region unterwegs seid, wo ihr keine gute Netzabdeckung habt, seid ihr immer in der Lage, die Karten von Kalimoto offline auf euer Gerät herunterzuladen. Das geht unter dem Menüpunkt Einstellungen und dort gibt es auch automatisch den Switch zwischen Offline-Karte oder Online-Karte, sodass ihr euch entscheiden könnt, möchte ich lieber offline fahren, dann
ist die Routenberechnung etwas langsamer. Das kann man als größten Nachteil eigentlich festhalten, weil es auf dem Gerät stattfindet, seid aber unabhängig von der Netzabdeckung. Die Online-Karte ist etwas schneller, die Routenberechnung gerade bei längeren Touren geht deutlich fixer von der Hand, weil unser Server da einfach viel, viel schneller ist oder performanter agiert. Trotzdem habt ihr immer die Wahl, ob ihr offline oder online agieren wollt und könnt euch die Karten auch vorbereiten für euren Urlaub zum Beispiel runterladen und seid dann abgesichert, wenn ihr vielleicht in ein Funkloch geratet. Genau. Das war es erstmal an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte viele Fragen vorab beantworten. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß mit Kalimoto, könnt die unterschiedlichen Möglichkeiten ausprobieren und die für euch beste Möglichkeit finden, eure Traumtour zu planen. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, viel Spaß mit Kalimoto in der Saison und bis zum nächsten Mal. Euer Hans. Tschö.